Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video den Modus Zurückhaltung nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike erklären. Dein Modus beschreibt die Art und Weise, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und dein Leben am kraftvollsten führst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Modi und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Ich möchte erst mal nachfühlen. Zurückhaltung bedeutet nicht automatisch Desinteresse oder Arroganz. Manchmal ist ein Mensch auch sehr leise, weil er zu viel fühlt. Daher gehe der Kluge zurückhaltend zu Werke und fehle lieber durch das zu wenig als durch das zu viel. Balthasar Gracian. Der Modus Zurückhaltung ist der erste der 7 Modi. Er befindet sich in der Spalte der Energie 1. Deswegen gehört er zur weichen, emotionalen und langsamen Grundenergie 1. Zudem liegt er genauso wie der gegenteilige Modus Leidenschaftlichkeit auf der Inspirationsebene. Beim Modus Zurückhaltung geht es somit um Erspüren und Intuition. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieser Modus der weiblichen Dualität zugeordnet. Menschen mit weiblichen Modi wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als Menschen mit männlichen Modi. Ich beginne mit ein paar Fakten zum Modus Zurückhaltung. Interessiert dich dein Modus, kannst ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Heiler, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von der Zurückhaltung angesprochen fühlen. Sie ist dir der heilenden Energie 1 zugeordnet. Menschen mit dem Modus Zurückhaltung schöpfen ihre Kraft, indem sie in sich einkehren und ihre Gefühle und Bedürfnisse zügeln. Sie erreichen ihr Entwicklungsziel durch Bändigung ihrer zur Verfügung stehenden Energie. Im Zuge dessen sind sie keine Draufgänger und schäumen nicht über. Sie vermeiden spontane Entscheidungen. Zudem möchten sie nicht im Mittelpunkt stehen. Sie nehmen sich in allen Lebensbereichen zurück. Zwingt man sie, ihre Zurückhaltung aufzugeben, treibt man sie nur noch stärker hinein. Dieser Modus scheint vom Namen her dem Modus Vorsicht ziemlich zu ähneln. Im Vergleich zum Modus Vorsicht geht es Menschen mit dem Modus Zurückhaltung aber weniger darum, übermäßig sachlich zu sein und Vor- und Nachteile von Situationen abzuwägen. Es geht ihnen vielmehr darum, ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Stimmungen mit der aktuellen Situation in Einklang zu bringen. Deswegen ziehen sie sich innerlich zurück, bevor sie eine Entscheidung treffen. Menschen mit dem Modus Zurückhaltung setzen sich in Verbindung mit inneren Stimmen und äußerlichen Kräften. Sie benötigen Weisungen ihres höheren Selbst oder des Göttlichen. Dafür ist es notwendig, dass im Außen Stille herrscht und Ablenkungen reduziert werden. Sie könnten zu Alkohol- und Drogenkonsum neigen, um ihre Hemmungen abzubauen. Dann lösen sich ihre Zungen und die unterdrückten Emotionen kommen hoch. Sie lassen ihrer Energie freien Lauf und verlieren die Kontrolle. Menschen mit diesem Modus könnten sich die unrealistische Vorstellung aneignen, ihnen ginge es besser, wenn sie gar keine Hemmungen hätten. Für sie ist es ratsam, ihre Zurückhaltung positiv einzuschätzen und zu ihr zu stehen. Die Seele hat sich diesen Modus schließlich absichtlich gewählt, um etwas Neues auszuprobieren und bestimmte Erfahrungen zu machen. Der Modus Zurückhaltung ist eine Quelle der Erkenntnis. Er sollte nicht mit ungelösten Problemen und krankhafter Schüchternheit gleichgesetzt werden. Der Modus Zurückhaltung hat den Minuspol Hemmung und den Pluspol Zügelung. Menschen im Minuspol Hemmung hemmen übermäßig den Fluss ihrer Energien. Sie dämpfen ihre Persönlichkeit. Die Hemmungen gehen so weit, dass sie freie Entscheidungen verhindern. Die Menschen haben so starke Hindernisse und Mauern um sich aufgebaut, dass sie diese nur sehr schwer wieder abbauen können. Sie haben eine unscheinbare und verkrampfte Ausstrahlung. Außerdem versuchen sie sich unsichtbar zu machen. Menschen in diesem Minuspol fürchten sich davor, sich zu zeigen und aus sich herauszugehen.
Sie beschränken sich selbst. Ihnen fehlt es an Selbstständigkeit. Menschen im Pluspol Zügelung haben ihre Ängste abgebaut. Sie sind ruhig, entspannt, gelassen und besonnen. Im Zuge dessen zügeln sie auf wohltuende Weise Willen, Kraft, Begierden, Lust, Wut und Angst. Sie sind nicht passiv, sondern sie gestatten sich nachzufühlen und auf ihre inneren Stimmen zu hören. Sie entscheiden erst dann, wenn sie gefühlsmäßige Klarheit hergestellt haben. Menschen in diesem Pluspol erkennen den Wert der Zurückhaltung an. Hast du den Modus Zurückhaltung oder glaubst du ihn zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Modus Zurückhaltung gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit dem Modus Zurückhaltung sind Charles Darwin, Marilyn Monroe und Antonio Canal, auch genannt Canaletto. Für mehr Informationen zu den Modi empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Und zur Erkundung deines Modus das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deinen Modus und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.